Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Update-Video aus der Brickworld. Und wir werden heute, denke ich, dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar hatten wir, das sieht man von hier vorne überhaupt nicht, hatten wir hier hinten an der Stadtmauer gearbeitet. Ich gehe mal hier außen rum, direkt am Chaos vorbei. Und zwar hatten wir hier diesen Bereich gemacht. Wir hatten hier angefangen mit der Treppenkonstruktion, hier unten mit dem Weg und auf diesem Modul ein ganzes Stück weitergearbeitet. Was ich heute gerne machen würde ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher, entweder bearbeiten wir in diesem Bereich weiter oder wir versuchen hier vorne etwas weiter zu arbeiten, damit wir dann mal schauen können, wie wir hier weiter rüberkommen zur Tropfsteinhöhle. Wer die Tropfsteinhöhle noch nicht kennt, die ist hier unten drin. Die ist natürlich auch noch nicht final fertig, aber schon ein ganzes Stück gut vorangekommen. Hier vorne sieht man auch noch mal rein. In der Erweiterung des Ganzen, wenn wir dann im neuen Layout sind, wird die Tropfsteinhöhle hier noch ein bisschen weiter nach draußen gezogen. Es wird noch mehr Einblick geben. Aber momentan ist mein Ziel, während drüben die Räumlichkeiten noch in Arbeit sind und nicht fertig sind, dass wir hier so weit fertig bauen, wie wir vielleicht können. Und da werde ich heute auch in diesem Bereich weiterarbeiten. Wir werden in den nächsten Cuts einfach sehen, was ich schaffe, wo es lang geht. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. So, der erste Schritt ist getan und zwar konnte ich hier das Kopfsteinpflaster endlich komplett durchziehen. Wenn ich jetzt mal ein bisschen runtergehe, seht ihr, hier ist jetzt alles mit Kopfsteinpflaster fertig. Es war tatsächlich gleichzeitig ein bisschen hakelig als auch einfach, denn ich konnte hier unten glücklicherweise, ist noch eine Öffnung, wodurch ich die ganzen Elemente durchschieben konnte. Die sind jetzt nur auf der einen Seite fixiert, beziehungsweise hier sind sie tatsächlich noch durch einen Stein fixiert, teilweise auf der anderen Seite fixiert, aber die halten sich, wie ihr seht, wenn ich hier ein bisschen rumwackel, die halten sich selber jetzt fest, weil sie eben hier durch die Aneinanderreihung in einer festen Position sind. Ja, nicht wundern, hier ist ein paar Sachen weg, weil ich hier dauernd dagegen stoße. Kommen wir wieder dran. Was ich jetzt auf jeden Fall als nächstes machen werde, bevor ich jetzt hier anfange, hier oben weiterzubauen, ist, dass ich jetzt das hier und das hier noch verkleide ordentlich, damit wir hier mal ordentlich fertig sind. Und ich nicht später auch noch eine Baustelle habe, an der ich dann irgendwie rumfriemeln muss. Das wird nämlich jetzt noch ein bisschen schwierig, glaube ich. Und dann denke ich, baue ich erstmal hier weiter, um zu schauen, wie ich das hier weitermache. Ich habe überlegt, ob ich hier ein Haus hinbaue, den Weg nach oben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich teste gleich mal ein paar Sachen. Aber als erstes mache ich jetzt erstmal hier die Verkleidung, damit das mal auf jeden Fall fertig ist. Und wieder ein ganzes Stück vorangekommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier drin jetzt alles soweit fertig. Es sieht hübsch aus. Ich habe die Figur jetzt einfach mal hier unten reingestellt, weil sie einfach da besser aussieht und auch nicht dauernd im Weg ist. Ich habe hier den Bogen so weit wie möglich gemacht. Hier drüben ist der tatsächlich nur anliegend, weil wir ja hier diesen Übergang haben. Dann habe ich hier noch ein bisschen weiter nach oben gebaut. Diese Statue, diese Minifigur-Statue habe ich noch irgendwo gefunden. Dachte, die passt hier eigentlich ganz gut hin. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ansonsten habe ich einfach mal angefangen, hier ein bisschen zu beleuchten. Und zwar ist hier unten, ich zeige es euch gleich, eigentlich ein Stripe-Light drin. Das ist so ein langes Licht mit 2 LEDs. Habe ich auch in warmem Weiß eingebaut gehabt. War aber viel, viel zu hell. Also habe ich mir jetzt, ich zeige es euch mal, ist es noch nicht festgedrückt, eine kleine Konstruktion überlegt. Also man sieht jetzt hier unten drunter ist das Striplight. Man sieht es ein bisschen durchscheinen. Da habe ich hier so ein paar von diesen Trans-Yellow-Elementen reingebaut, um das zu überbauen mit so einem Modified Brick. Und dadurch wird das Ganze deutlich gelber. Und dann lässt sich das Ganze jetzt hier einsetzen. Wird gleich noch festgedrückt. Und dann sieht das Ganze deutlich hübscher aus. Ich mache mal hier das kleine Licht aus. Ist jetzt auf der Kamera ein bisschen heller, als es eigentlich ist. Ich schaue mal, ob ich das ein bisschen einstellen kann. Wie immer erstmal in die falsche Richtung. Ja, das ist fast ein bisschen zu dunkel. Das kommt ungefähr der Realität nahe, auch wenn es fast noch ein bisschen zu dunkel ist. Ja, das ist so, ja. Sieht eigentlich ganz nett aus, meiner Meinung nach, so mit der Beleuchtung. Erster Schritt für die Beleuchtung der Stadtmauer. Ihr könnt es auch mal kurz von vorne anschauen. Ist fast ein bisschen schwer zu erreichen von hier aus. So sieht das Ganze dann von vorne aus. Ich zoome mal ein bisschen ran. Und ihr müsst mir daran bedenken, dass momentan auch noch das große Licht hier im Raum an ist. Aber ich finde es eigentlich ganz nett so. Halt für die erste Beleuchtung. Ich muss auf jeden Fall mehr Beleuchtung nachbestellen bei meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Brick. Wie immer unten in der Videobeschreibung zu finden, wie auch oben rechts. Und momentan geht hier einfach ein Kabel, machen wir das Licht nochmal an, hier hinten durch, hier unten aus dem Modul raus, das wird noch geändert. Und hier zu einem USB-Stecker. Ich mache an dem Tisch jetzt hier nicht mehr sehr viel Bohrarbeit, weil wie gesagt, wir bauen ja drüben eh einen neuen Tisch, deshalb ist das alles ein bisschen provisorisch, so dass ich das dann später rüberbringen kann.
aber ich bin mit der Entwicklung von dem Ganzen hier auf jeden Fall zufrieden und baue jetzt hier weiter und wir schauen uns das Ganze gleich nochmal an. Und es hat sich wieder ein bisschen was getan, wie ihr sehen könnt, und zwar habe ich hier drüben den Übergang zwischen der Felswand, die ja hier die auch hier drüben auf der anderen Seite ist, und der Stadtmauer gebaut. Es ist gar nicht so einfach gewesen, weil wie gesagt, die Stadtmauer steht ja schief. Der Fels wird eher gerade gebaut, in Anführungsstrichen, und da dann ein bisschen in Kombination reinzukriegen, ist gar nicht so leicht. Ansonsten habe ich auch hier oben die Mauer weiter hochgezogen. Wir sind jetzt auf einer Höhe wie auch hier. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr so viel, bis wir hier oben auf das richtige Podest kommen. Und ich habe auch hier ein bisschen noch einen Grünbereich angefangen. Meine grundsätzliche Idee ist jetzt tatsächlich, dass dann hier, wir haben hier noch ein bisschen Platz, bis es eigentlich hochgeht zur Altstadt, beziehungsweise schauen wir mal, wie das in einem neuen Layout sein wird, dass ich hier vielleicht demnächst ein Gebäude einsetzen werde. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Grün, damit halt hier nicht alles zu eng ist, und dass ich hier ein Gebäude einsetze, ein Fachwerkhaus, mal schauen, wie das genau aussehen wird, und hier vorne der Weg sich dann so ein bisschen weiter schlängeln wird. Das Gebäude, wie ihr sehen könnt, wird ja sozusagen nicht auf diesem Modul stehen, das heißt, die Gebäude werden variabel aufgesetzt werden, damit die einfach auch zwischen zwei Modulen stehen können. Macht die Sache, glaube ich, ein bisschen natürlicher. Ansonsten bin ich, wie gesagt, weiterhin sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier oben noch groß weiterbaue, hier unten. Ich muss mal schauen. Es frisst wie immer sehr viele Steine und auch Zeit, aber ich glaube, das Ergebnis ist die Arbeit wert, würde ich sagen. Was meint ihr? Und zum Abschluss des heutigen Updates habe ich hier oben noch ein bisschen das Problem mit der Lücke hier geschlossen. Ich habe das ein bisschen mit Hinges bearbeitet. Ich glaube, müssen wir mal kurz auf die andere Seite gehen, damit wir das besser sehen. Ist eigentlich ganz gut geworden, ist relativ bündig. Ich habe oben drauf einfach noch ein bisschen Pflanzen drauf gemacht, damit es erstens noch mal ein bisschen grüner ist, zum anderen um ein paar Kleinigkeiten zu überdecken. Aber ich finde, es sieht so eigentlich ganz hübsch aus. Ich habe hier vorne auch jetzt nur mal mit diesen Mauersteinen gearbeitet, ohne jetzt da das übliche Profil drauf zu bauen, einfach um mal ein bisschen andere Abwechslung reinzubringen. Dann habe ich hier oben auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter gebaut und wir haben jetzt hier auf jeden Fall so weit die Höhe. Ich sage derzeit auf jeden Fall, merke ich gerade, die Höhe geschafft, dass wir jetzt hier weiterbauen können. Ich muss schauen, wie ich das hier drüben noch löse. Das wird noch eine besondere Geschichte. Aber grundsätzlich haben wir auf der Seite der Mauer jetzt echt einiges geschafft. Hier das Problem ist gelöst. Ich glaube auch, dass ich die Module nicht miteinander verbunden habe aus Versehen. Und ich muss sagen, es sieht doch gut aus. Wie ich glaube ich schon gesagt habe, werden wir irgendwann demnächst hier ein erstes Gebäude in die Altstadt bauen. Dann wird der Weg hier noch ein bisschen rumgehen. Gleichzeitig wird der Weg hier weitergehen, weil hier muss die Treppe ja auch noch runtergehen. Und Beleuchtung etc. wird natürlich auch noch folgen. Ich gehe mal kurz ein Stück zurück, soweit ich das hier kann, damit ihr hier ein bisschen mehr sehen könnt. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es sich hier gut entwickelt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem haltet, wie es sich jetzt entwickelt hat, was ich gebaut habe. Gerne auch, wie ihr die Idee haltet mit dem Gebäude hier vorne. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Falls ihr es noch nicht getan habt und nicht weitere Videos verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Gerne auch die Glocke anmachen und ansonsten gerne auch einen Daumen nach oben. Schaut auch mal gerne bei Instagram vorbei. Link findet ihr unten. Und ansonsten bleibt mir wirklich noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Treue. Viel Spaß beim selberbauen. Bleibt ganz wichtig gesund. Und wir sehen uns das nächste Mal dann hier in der Brickworld. Und ich sage nur noch Tschüss.